Als wir uns damals versöhnt haben, da dachte ich wirklich, dass Kim von dir ist. Aber dann hat meine Ärztin den Zeugungszeitpunkt ausgerechnet und dann war klar, dass Ansgar der Vater sein muss. Sie haben nicht das Recht, hier irgendwelche Gegenstände des Grafen zu entwenden. Das ist meine Tochter. Ich bin schwanger. Wir bekommen ein Kind. Thomas! Was? Ich wollte nur ein paar Sachen holen. Du bist wirklich schwanger? Von mir? Ja, natürlich. Von wem denn sonst? Du bekommst ein Kind? Von Hagen? Aber Tristan und du, ihr seid euch doch in letzter Zeit näher gekommen. Also hör mal, ich werde doch wohl noch wissen, von wem ich schwanger bin. Na, großartig. Oh, komm. Das darf doch alles nicht wahr sein. Hey, Marlene, warte doch mal. Hey, warte. Ja. Schön, dass du zu Hause bist. Thomas. Ja, du betrügst mich mit Graf Rutz. Kim ist nicht meine Tochter, sondern seine. Dana hat ein Verhältnis mit ihrem Schwager und Marlene bekommt trotzdem ein Kind von ihm. Und ich werde Großvater. Oh, Entschuldigung, ein bisschen viel. Dabei wollte ich eigentlich nur die Post holen. Hallo! Ja. Wo seid ihr denn alle? Mama? Papa? Na egal. Mensch, ich sag euch, Berlin ist der Hammer. Und Papa? Ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Die haut dich um. Hab dich lieb. Darüber wollte ich auch noch mit dir reden. Danke. Mein Bedarf an Katastrophen ist vorerst gedeckt. Du hast doch gehört, wie glücklich sie ist. Jetzt gib uns die Zeit. Gib uns ein bisschen Zeit. Du hast dir 18 Jahre lang Zeit genommen. Da kommt es doch auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht drauf an. Doch! Ansgar hat mir ein Ultimatum gestellt. Thomas, wir müssen es ihr sagen. Noch heute. Ansgar, die Journalisten von der Glanz und Gloria warten. Verstehe. Und du bist jetzt der Laufbursche, der mir diese Nachricht überbringt? Hat Justus heute Urlaub? Hagen stellt die neuen Farben für das Derby vor. Und die Presse erwartet ein offizielles Statement von der Geschäftsleitung. Wie wär's denn mit ein paar Insider-Informationen? Zum Beispiel über den Rennstall als Millionengrab? Dir wird schon was einfallen, da bin ich ganz sicher. Justus, ich vermisse ein Foto hier aus dieser Kiste. Verzeihen, Graf Landstein. Es gab gestern Vormittag einen sehr bedauerlichen Zwischenfall. Herr Wolf war da und hat sich des Fotos von Fräulein Wolf bemächtigt. Wie bitte? Ich habe alles getan, um es zu verhindern. Ja, Zeit, dass der alte Trottel hier auftaucht. Justus, es gibt offensichtlich Informationen. Da neigt das Proletariat ein wenig zu impulsivem Verhalten. Wir sollten Verständnis haben. Wie Sie meinen. Lieber Jan, Happy Birthday. Ich frage mich, wie du deinen Tag heute verbringst. Vielleicht bist du beim Surfen oder hast auch eine Familie, mit der du feierst. Meine Geburtstagstorte sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Könnte daran liegen, dass Timo und Ricardo sie selbst gebacken haben. Der Zuckerguss ist giftgrün, Timos Lieblingsfarbe. Ich frage mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn wir damals gemeinsam weggegangen wären und uns ein gemeinsames Leben aufgebaut hätten. Ich liebe Timo und Ricardo über alles, aber niemand kann dich jemals ersetzen. Julia! Du fehlst mir so. Julia!
Schöne Grüße von deinem Vater. Er hat gerade angerufen. Ich glaube, er vermisst uns. Er hat sich nach Timo und Leonie erkundigt. Ich habe ihm gesagt, wir verstehen uns prächtig. Vor allem, weil Timo glaubt, du hättest eine Detektei beauftragt, die nach seinem Vater sucht. Tja, leider werden sie nichts finden. Damit hat sich das Thema leiblicher Vater ein für alle Mal erledigt. Hübsches Tuch? Das habe ich ja noch nie an dir gesehen. Ja, ich trage das auch nicht so oft. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Die Farben stehen dir doch ausgezeichnet. Hauptsache, es ist kein Geschenk von Jan, das du aus lauter Sentimentalität aufbewahrst. Natürlich nicht. Befolge meinen Rat und entferne alles aus diesem Haus, was irgendwie mit Jan in Verbindung gebracht werden könnte. Das habe ich längst getan. Gut. Sobald Timo von der Detektei erfährt, dass die Suche nach seinem leiblichen Vater ergebnislos war, wird er die Sache ruhen lassen. Es gibt keine Verbindungen und keine Fotos von Jan mehr. Dein Geheimnis ist sicher. So, perfekt. Jetzt heißt es nur noch warten. Fragt sich nur, wie lange. Das kann Jahre dauern. Kann auch sein, dass es viel schneller geht. Tja, aber das weißt du nicht. Oh je, auch ich bin ja keine Hellseherin. Solange es überhaupt klappt, hä? Mensch, ihr zwei seid ja echte Stimmungskanonen. Jeder, der deine Mutter auf diesem Bild erkennt, wird sich melden. Und vielleicht ist dein richtiger Vater ja auch dabei. Ich hoffe nur, dass Clarissas Detektei schneller ist. Außerdem habe ich meinen Vater doch auch so gefunden. Warum sollte es bei dir nicht auch klappen? Also eigentlich können wir uns diese ganze blöde Suche sparen. Es kommt sowieso nur einer als Vater für Timo in Frage. Quasimodo. Und wo ist Hagen jetzt? Pressetermin auf dem Gestüt und außerdem habe ich ihm gesagt, dass ich Zeit zum Nachdenken brauche. Was? Wie soll ich denn bitte einen klaren Gedanken fassen, wenn er die ganze Zeit neben mir herdackelt und mich fragt, wann genau ich schwanger geworden bin? Das habe ich mir nämlich selbst noch nicht überlegt. Oh, Tanja, ich muss verrückt geworden sein. Was habe ich nur getan? Genau das Richtige, glaub's mir. Du bringst dich wieder ins Spiel. Bisschen Zucker für die Nerven? Wenn ich Hagen sage, dass ich gelogen habe, dann bin ich schneller geschieden, als ich schwanger sagen kann. Was nicht ist, kann ja noch werden. Was glaubst du, wie ich Sebastian rumgekriegt habe? Rumgekriegt? Ich dachte, du warst gar nicht verliebt. Du liebe Einfalt, es gibt ein paar mehr Gründe für eine Heirat als Liebe. Ich dachte, das hättest du kapiert. Und ich dachte, du hast endlich kapiert, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, aber ohne die Schwangerschaft wäre es nicht so weit gekommen. Du meinst, ich soll wirklich, also in echt jetzt? Oh mein Gott, mir wird schlecht. Super Anfang. Oh. So, bitte mal hier, ja? Hier, bitte. Ja, danke. Muss mal lächeln. Zusammen, ja, genau. Bitte etwas mehr zusammen. Danke. Ja, sehr gut. Danke. Und das sind Ihre neuen Rennfarben? Ja. Wir haben dafür unsere alten Wappenfarben neu kombiniert. Die Tradition des Gestüts reicht ja schließlich mehrere Jahrhunderte zurück und fast so lang wie die Familiengeschichte der Landsteins selbst. Wir sind sehr stolz darauf, dass mein Sohn dieses Familienerbe mit neuem Leben erfüllt. Wer rettet das Derby? Das ist noch nicht entschieden. Theresa Erzberger und Dana Wolf trainieren in direkter Konkurrenz miteinander. Oder eher gegeneinander. Möge die bessere gewinnen. Das wird sie. Keine Sorge. Lassen wir uns überraschen. Bis zum Nennungsschluss ist noch etwas Zeit. Noch ein Foto, bitte. So, und jetzt stelle ich Ihnen den Champion unseres Rennstalls vor. Unseren Zuchthengst Dionysus. Der Nachwuchs sollte eine Chance haben, aber bei so einem wichtigen Rennen wie dem Derby, da greift man besser auf erfahrenes Personal zurück. Hagen? Ja. Sag mal, heute kannst du ja Spargel quer essen. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, aber ich habe was verpasst. Und zwar schon viel zu lange. Ich will gewinnen und ich will glücklich sein. Und deswegen werde ich dieses Derby reiten und ich werde Hagen sagen, dass ich ihn liebe. Sehr gut, Kleine. Papa, ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Die hau dich um. Hab dich lieb. Kaffee ist fertig. Du redest doch immer von der Wahrheit. Hast du mal überlegt, was Kim sagen wird, wenn sie die erfährt? Oder
Oder wie es ihr damit geht? Besser wir sagen es ihr als Ansgar. Am liebsten wäre mir, wir müssten ihr überhaupt nichts sagen. Warum hast du das bloß gemacht? Kim ist deine Tochter und sie wird es immer bleiben. Daran wird auch ein Ansgar nichts ändern. Kim ist jung und verführbar. Und Typen wie Ansgar, die kriegen immer, was sie wollen. Aber das weißt du ja. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Wo willst du hin? Ich krieg keine Luft. Thomas! Wir haben ein volles Programm, klar. Aber für euch finden wir schon ein Plätzchen. Ja, ja. Ja, die Prüfungen gehen los. Und vor allem Timo muss sich anstrengen, sonst schmeißen sie ihn von der Uni. Er ist nicht ganz der Hellste, aber ich kann ihm ein bisschen dabei helfen. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Und vor allem reich. Ja. Sein Vater hat eine Katamaran-Motorjacht. Klar können wir damit fahren, ist kein Thema. Gut, ich muss auflegen. Unsere Snacks werden gerade am Pool serviert. Ja, okay. Und Sie hatten Wasser bestellt, ne? Oh, ey. Bayern können uns eine Menge bieten, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich bin der Typ, der keine Peilung hat, hm? Von was denn überhaupt? Na, Medizin. Wir studieren noch in Barcelona. So. Und, ich bin Urologe? Ich musste ja die Rollen verteilen. Dafür hat dein Vater eine Schönheitsklinik. Und was bist du? Du bist wahrscheinlich der Underdog, der schon als Kind Knöpfe auf der Straße verteilt hat, um sein Studium zu finanzieren, oder? Mhm. Und mein Vater ist nach Afrika gegangen, um den Armen zu helfen. Deswegen bin ich vor allem seelisch reich. Schau mal einer an. Hier drin, ne? Ja. Mhm. Naja, andersrum wäre auch Quatsch gewesen, ne? Ja, willst du mir erzählen, jemand kauft dir ab, dass du Ahnung hast, wie es auf der Straße zugeht? Weißt du, was das Verrückte ist? Mein echter Vater, der könnte wirklich irgend so ein plastischer Chirurg sein. Oder ein Penner oder so ein Touri, der jedes Jahr bei uns hier Urlaub macht. Das weißt du ja bald. Ja. Los, komm ab in den Pool. So, und bring den Ball mit. Ich sag's doch, du verbockst alles und ich darf's wieder ausbaden. Ja. Ich glaub's ja nicht. Was denn? Unter euren Pflanzen wachsen Briefe. Zeig mal her. Hier. Ach, der ist bestimmt von meiner Mutter. Ist auf jeden Fall ihre Handschrift. Steck den mal bitte in meine Hose. Jawohl, der Herr. Sonst noch ein Wunsch? Hier, Ball. Zackig. Ah. Hi. Na? Der Fotograf hat uns gerade die Fotos gezeigt. Meine sind sehr gut geworden, aber Theresa, die sieht auf jedem Bild so verbissen aus, dass sie unbedingt gleich neue haben wollte. Das nützt eh nichts. Der Charakter quillt ihr ja nur so aus allen Knopflöchern. So kenne ich dich gar nicht. Du bist da richtig fies, gemein und niederträchtig. kämpferisch. Das gefällt mir. Ich weiß ja jetzt auch, was ich will. Ich will das Derby reiten und ich will's gewinnen. Aber da gibt es noch etwas, was ich viel mehr will als alles andere. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang Rücksicht nehmen. Ich will nicht länger auf dich verzichten. Das habe ich schon viel zu lange getan. Warte. Ich muss dir was sagen. Marlene, sie ist schwanger. Von mir. Ich hatte eine Hammerzeit, wirklich. Ich habe total viele Designer getroffen. Und nach der Aftershow-Party bin ich mit Olivier durch die Clubs gezogen. Und heute früh, da sind wir mit einem Boot über die Spree gebrettert, mitten in den Sonnenaufgang hinein. In der richtigen, ja? Und Champagnerfrühstück. Da hat ja wohl einer Mitleid. Marlene! Oh, Kimi, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Oh. Wie ich sehe, war die Reise erfolgreich.
Das Dossier ist schon im Laptop, inklusive Bilder und Videos. Also, falls Sie noch mal jemanden brauchen, dann... Bin ich dran. Die Fotos müssen sofort ins Layout und dann nach New York. Okay. Also, wenn Sie wollen, kann ich sie sofort vorbeibringen. Nein, Sie beauftragen einen Kurier. Was sind das eigentlich für Klamotten? Mein Zwerg sieht ja richtig heiß aus. Also, wenn du mal ganz nett zu mir bist, dann... Ja, da muss Marlene sich aber verabschieden, sonst passt es gar nicht mehr. Wie? Ich werde Tante? Ja! Ach, ist das nicht toll? Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, ich freue mich voll! Ich glaube, ich muss mich setzen. Ah, das ist der Kreislauf. Weißt du, das ist so ein Problem bei den Schwangeren. Wow, okay. Soll ich dir vielleicht ein Wasser holen, oder? Das ist eine gute Idee, mir auch bitte. Okay. Du bist wirklich eine gute Schauspielerin. Das war gerade nicht gespielt. Mir ist wirklich schwarz vor Augen geworden. Ach, was? Das wird die Rolle deines Lebens. Gewöhn dich schon mal daran, von vorne bis hinten verwöhnt zu werden. Und was ist jetzt eigentlich mit Hagen und dir? Oh, das werden wir sehen. Okay. Interessanter als seine Freude zu zeigen, kannte ich noch gar nicht. Egal wie viel Geld Sie haben. Kims Liebe können Sie sich damit nicht kaufen. Natürlich, Geld hat noch keinen glücklich gemacht. Ich will Kim nur die Möglichkeiten geben, die ich habe. Mag ja sein, dass Ihr Mann Sie bis jetzt mit seinem Förstergehalt gut durchs Leben gefüttert hat, aber wissen Sie, jetzt kommt die Zeit der Extrawünsche. Auf die musste Kim schon viel zu lange verzichten. Selbstverständlich komme ich auch für alle bisher getätigten Investitionen auf. Wir würden niemals was von Ihnen annehmen. Ich bin mir sicher, dass Kim damit weniger Probleme hätte. Und falls Sie nicht bald die richtigen Worte finden, damit wiederum habe ich weniger Probleme. Kim kommt heute aus Berlin zurück und Thomas und ich werden dann mit ihr reden. Es wird auch Zeit, ich habe nämlich lange genug gewartet. Es geht hier nicht um Sie, sondern darum, was das Beste für Kim ist. Und wenn Sie Kims Vater sein wollen, dann sollen Sie sich daran schon mal gewöhnen. Dana, ich weiß es auch erst seit heute Morgen. Ich wollte es dir vorhin sagen, aber dann war der Fototermin und... Das ist schon gut. Es ist eben Schicksal. Quatsch. Das ist Biologie. Und warum dann gerade jetzt? Kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe, dass die Nachricht dich umhaut. Glaub mir ging's genauso, aber das ändert nichts an meiner Liebe zu dir. Ja, vielleicht. Aber zwischen uns ändert das doch alles. Wieso? Ich kann mich doch um Marlene und das Kind kümmern und trotzdem mit dir zusammen sein. Wie stellst du dir das denn bitte vor? Nimm uns eine Wohnung zu dritt. Stell mal noch ein Klappsofa in die Suite. Komm schon. Und als gute Nachtgeschichte kommt dann die Story, wie die nette Tante der Mami den Papi ausgespannt hat. Ich bin mir sicher, das kann man irgendwann ganz normal erklären. Kann man nicht. Das ist nämlich unverzeihlich. Hast dir doch immer ein Baby gewünscht. Also, freu dich, Papa. Danke für die Einladung. Schon wieder Fisch? Der ist gesund. Hast du dein Referat schon fertig? Mental steht's schon. Und praktisch? Dann brauche ich noch ein bisschen. Aber das machst du doch, bevor du in die Bar abhaust. Schon wieder Fisch? Sag mal, habt ihr euch abgesprochen? Du, sag mal, hat Oma dir irgendwas gesagt, ob die Detektei sich schon gemeldet hat? Ich fürchte, da wirst du dich noch ein wenig gedulden müssen, bis du die ersten Ergebnisse bekommst. Warum sind da Profis? Stimmt schon. An deiner Stelle wäre ich genauso ungeduldig. Detektive können ja auch keine Wunder vollbringen. Was meinst du damit? Nur, dass du dir nicht zu viel Hoffnung machen sollst. Sehr motivierend. Ich will nicht, dass du enttäuscht wirst. So, ich muss mein Referat noch schreiben. Kommst du? Das ist echt eine Frechheit, dass du schon nach Hause gehen darfst. Wer hat denn die ganze Nacht für Lene Clarisse Lahnstein gearbeitet? Seit wann ist denn Partyhopping arbeiten? Seit wann ist Beine im Baustellen arbeiten? Oh, sorry, du hast dir bestimmt noch die Fingernägel lackiert. Warte, ich begleite dich. Ich kann mir doch nicht entgehen lassen, wie du mit diesem ganzen Kram in den Bus einsteigst. Warum nimmst du nicht ein Taxi? Weil Klein Kim ihre ganze Reisekasse schon in Berlin ausgegeben hat. Wirklich? Dann habe ich was für dich.
Was ist das? Auspacken musst du schon selbst. Da steht mein Name drauf. Ist ja auch deine. Wie komme ich zu der Ehre? Nimm das kleine Aufmerksamkeit. Das ist ein Scherz, oder? Klein, aha. Weißt du, alle verdienten Assistentinnen hier haben so ein Kärtchen. Du arbeitest für ein beliebtes Unternehmen, da musst du repräsentieren. Repräsentieren heißt das Naja, Taxifahrten, Restaurantbesuche, die passende Arbeitskleidung. Klamotten. Das Teilenlimit? Eins ist eigentlich wirklich einschränkt. Eine erste Kreditkarte. Danke. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich racker mich hier Tag und Nacht für dich ab und diese kleine Kröte sagt den Hauptgewinn ab? Du brauchst mich nicht begleiten. Ich nehme mir ein Taxi. Moment. Ich bin doch auch eine verdiente Assistentin. Wann krieg ich denn so eine Karte? Weißt du was? Frag Tanja. Hallo. Hallo. Was willst du hier? Ich wollte dir nur gratulieren. Hagen hat mir alles erzählt. Sieht so aus, als werde ich jetzt Tante. Ja, sieht so aus. Ich freue mich für dich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hagen hat sich schon immer ein Baby gewünscht und jetzt wird er Vater. Wie rührend. Und jetzt freust du dich für ihn, oder? Und für dich. Für euch. Hast du denn auch schon mal drüber nachgedacht, wie wir uns die Erziehung aufteilen? Und ob mein Kind Mama zu dir sagen soll? Zwischen Hagen und mir läuft nichts mehr. Das soll ich dir jetzt glauben. Mir ist egal, was du glaubst. Aber ich werde keinem Kind den Vater wegnehmen. Ich wollte nur, dass du das weißt. Ich habe noch eine Vertretungsstunde für Monsignor Matteo. Dann rufe ich dich gleich an, ja? Buenas tardes, Padre. Hallo. Hey. Und Lust auf einen Nachmittag an der Cala Falco? Kommt Timo auch? Nee, der muss noch ein Referat fertig schreiben. Und danach will er zu seiner Oma und sie ein bisschen wegen der Detektive ausquetschen. Und anschließend muss er zurück in die Bar und dort seine Frondienste leisten. Musst du auch so ein Referat schreiben, hm? Was soll das denn? Willst du mich jetzt nach meinen Hausaufgaben ausquetschen? Nee, ich bin nur neugierig. Alles, was du machst, ist hochgradig interessant für mich. Du kannst mir sogar was aus dem Telefonbuch vorlesen. Dann werde ich dir demnächst mal meine Aufgaben zum Thema Kurvendiskussion zeigen. Also, kommst du jetzt mit? Ich weiß nicht. Also bleiben wir hier. Wir können ja vielleicht später noch mal zu Timo in die Bahn und fragen, was es Neues von der Detektei gibt. Verstehe. Gegen den Vaterschaftskrimi haben ich und die marokkanische Natur natürlich keine Chance. Nimm's nicht zu schwer. Aber weißt du, warum Frau Linse die Möhren für die Pferde hingetan hat? Keine Ahnung. Ist dir da was runtergefallen? Ja. Mit voller Absicht. Wohnst du immer noch im Angestellten-Trakt? Ich habe auch nicht vor, da so schnell wieder auszuziehen. Dann ist zwischen Mama und dir also immer noch Funkstille, ja? Hat sie also tatsächlich eine Affäre mit Ansgar? Was ist denn dann passiert? Warum redet ihr nicht mehr miteinander? Wenn sich die Kinder die Sorgen der Väter anhören müssen, dann ist das verkehrte Welt. Erzähl mir lieber, wie es dir geht. Du fragst mich jetzt nicht im Ernst, oder? Du weißt es also?
Dem Baby? Warum geht plötzlich alles kaputt? Oh, mein Schneckchen. Weißt du, welcher Gedanke mir nicht aus dem Kopf geht? Wie es wohl ist, Timos Vater gegenüberzustehen. Ihm in die Augen zu sehen. Ich habe Angst, dass ich meinen Jungen darin wiederfinde. Das wirst du nicht. Was macht dich da so sicher? Es gibt doch gar keine Anhaltspunkte. Kein Name, keine Adresse, kein Alter. Wer soll da irgendwas finden? Auch wenn ich es ungern zugebe, aber Clarissa ist nicht auf den Kopf gefallen. Und die Leute, die sie engagiert hat, mit Sicherheit auch nicht. Zaubern können die trotzdem nicht. Versteh mich nicht falsch, ja? Ich wünsche Timo wirklich, dass er diese Lücke schließen kann. Es muss schrecklich sein, seine Wurzeln nicht zu kennen. Aber ich weiß nicht, was das für mich bedeutet oder mein Verhältnis zu ihm. Was euch verbindet, ist was ganz Besonderes. Du hast ihn großgezogen und das kann keiner ersetzen. Ich mute dir so viel zu und... Ich habe genau das Leben, das ich mir wünsche. Und? Wie war's? War ich dir zu schnell? Ach, in auslaufenden Kurven kannst du ruhig ein bisschen schneller fahren. Da bist du noch zu ängstlich. Ach. Ich bin in meinem Leben nicht nur Fahrrad gefahren. Das glaube ich dir sogar. Oh, kein Wunder, dass wir die früher nicht aufgesetzt haben. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Helmfrisur. Oh. Quatsch. Sieht doch gut aus. Mhm. So. Sag mal, hast du inzwischen was von den Typen gehört, die nach meinem Vater schnüffeln? Was hast du nur für Luschen engagiert? Ich meine, kriegen die überhaupt was auf die Kette? Manu, die sind dran, aber du wusstest doch von Anfang an, dass es wenig Hoffnung gibt. Na klar, aber ich meine, hast du dir noch nie irgendwas gewünscht, wo es wenig Hoffnung gibt? Oft. Na, warum haust du mir dann so eine Floskel unter die Nase? Du weißt doch ganz genau, wie ich mich fühle. Warum sich über etwas aufregen, was man sowieso nicht ändern kann? Ich will doch einfach nur wissen, wer ich bin. Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Du bist der Sohn meiner Tochter und mein Enkel. Und eins kann ich dir versichern. Es gibt Schlimmeres im Leben. Also als Bürokraft und Model für Linie Clarice Lahnstein habe ich ja so eine Doppelfunktion. Und eigentlich bin ich ja auch eine doppelt verdiente Assistentin, ne? Und dann möchten Sie natürlich doppelt verdienen. Ja, also wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, ja. Aber eine schwarze Kreditkarte wird total reichen. Und was ist mit dem Firmenwagen? Sollen wir gleich drüber sprechen? Wow, ja klar. Aber ein kleines Auto wäre voll okay, also ein Cabrio oder so. Ach, Gott sei Dank, da komme ich ja noch günstig weg. Und eine Wohnung auf Firmenkosten? Ja, aber bitte nicht in so einem Hochhaus. Ich habe total Höhenangst. Aber was mit Garten wäre total schön. Natürlich. Vielleicht was mit blechernden Fensterläden, damit Sie die Einschläge besser hören. Sag mal, kannst du mir mal erklären, womit Kim diese Kreditkarte verdient hat? Nein. Aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Schon mal. Jahrgangschampagner. 93er Jahrgang. Der beste überhaupt. Wie alt ist der jetzt wohl? Keine Ahnung, ich bin doch kein Taschenrechner. Thomas. Ich bin schon da. Sie ist vom Flughafen gleich ins Büro gefahren. Sie wird aber bald kommen. Gut, dann warte ich hier. Möchte was trinken? Willst du allein mit ihr reden oder wollen wir es ihr zusammen sagen? Es ist besser, wenn sie es von uns erfährt, als von Ansgar. Das wäre eine Katastrophe. Der hat sowieso alle Trümpfe in der Hand. Im Gegensatz zu mir. Du bist ihr Vater, Thomas. Daran wird auch ein Ansgar nie etwas ändern können. Das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Wir schaffen das, Thomas. Zusammen. Ich bin wegen Kim da. Nicht wegen dir. Ey, Schiri, du Pfeife! Mann! Du, ich hol Limonen. Brauchst du noch irgendwas?
Eis ist alle, aber das habe ich dir vorhin schon gesagt. Ist ja gut, jetzt komm mal wieder runter und lass deine schlechte Laune nicht an mir aus, okay? Hör mal, was ist mit meinem Bier? Hast du das selber getrunken? Du bist nicht der einzige Gast hier, klar? So, komm, Junge, beweg dich! Beweg dich! Mann, du, das ist doch kein Tischfußball! Komm schon, ja, komm, hau rein! Was ist denn das für ein Typ? Irgend so ein Vollpfosten im Urlaub. Und gibt's denn schon was Neues? Ich habe mit meiner Großmutter geredet, aber die hat mich nur vollgesülzt. Ich kann mir die ganze Sache wahrscheinlich abschminken. So, noch eins, aber zackig und nicht so lahm wie die Ziege aufs Trommelfeld scheißt. Hier kann man ja beim Laufen die Schuhe besohlen. Ey, auch in Spanien heißt das bitte, klar? Was bitte Spanien? Hör mal, wir sind hier in Malle, ist das klar, Freundchen? Ich bin nicht dein Freundchen. Ja, dann hör auf, mich hier blöd anzumachen, du kleine Fieswenig. Lass ihn, Timo. Lass mich. Der Typ ist doch vollkommen egal. Nio, guck dir den doch mal an. Der ist hier, um Spaß zu haben, sich zu besaufen, heute Abend eine Braut klar zu machen und mit der eine schnelle Nummer zu schieben. Und 9 Monate später gibt's dann wahrscheinlich genauso ein Glückskind wie mich, was sich fragt, Mensch, woher habe ich diese blauen Augen? Der ist genauso wie mein Vater. Jawohl, sehr gut, ja. Hallo. Hey, da bin ich wieder. Na, habt ihr mich vermisst? Kim. Hey. Ah. Hey. Oh. Ich hab dich vermisst, meine Prinzessin. Papa, du drückst mir die Luft ab. Hey, Kimi, wie hast du es eigentlich im Bus mit diesen ganzen Tüten hierhin geschafft? Von wegen Bus. Ab heute fahre ich Taxi. Wo hast du die denn her? Von Ansgar. Ja, er meinte, alle verdienten Assistentinnen bei Lunch and Enterprise bekommen die. Ja, für Reisekosten und so. Und der hat dir einfach so geschenkt? Ohne was dazu zu sagen? Ja, eins hat er noch erwähnt. Dass die praktisch kein Limit hat. Ja, und deshalb habe ich auch gleich mal was Anständiges zu trinken besorgt. Wir müssen noch auf deine Schwangerschaft anstoßen. Wow. Ja, keine Stielaugen, du kriegst nur Saft. Aber du glaubst nicht, was ich dir mitgebracht habe. Wirst dich wirklich freuen. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Oh, entschuldigt. Das ist Hagen. Ja, geh doch ruhig ran, mein Schatz. Ja? Hagen, hey, was gibt's? Wie, jetzt gleich? Ja, klar, ich komm sofort rüber. Tschüss. Das mit dem Anstoßen werden wir leider verschieben müssen. Ich fahre nämlich gleich nach Königsbrunn. Das kriegt ihr schon hin, bin ich mir ganz sicher. Ja, das mit dem Baby ist doch eine Riesenchance für euch. So wie damals, als Mama mit mir schwanger war. Ja, ihr habt doch auch erwähnt, dass ihr euch wegen mir wieder vertragen habt. Das kriegen die schon hin, oder? Also, Papa, irgendwie bist du heute komisch. Nein. Ich bin nur froh, dass ich dich hab. Okay. Okay, so ist es eben. Wäre nicht die erste Ehe, die man mit dem Kind wieder zum Laufen bringt. Es läuft schief, einer will gehen. Dann fängt man plötzlich an, sich ein irrsinnig teures Haus zu bauen. Das Baby kommt und man bleibt doch beieinander. Moment mal, hast du nicht gerade gesagt, dass Hagen zu dir stehen will? Aber ohne sich über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Jetzt mal ganz ehrlich, da fängt doch die hormonelle Uhr irgendwann an zu ticken. Er hat sich schon immer ein Baby gewünscht. Jetzt ist Marlene schwanger. Er könnte sofort eine Familie haben. Er müsste nur zu ihr zurückgehen. Er könnte auch mit dir eine Familie gründen. Und Marlene steht dann als alleinerziehende Mutter da. Ich gehe mit ihren Ex-Mann Häuser bauen, oder was? Hart, aber das passiert. Marlene wird nicht ewig alleine sein. Marlene ist alleine. Weil ich ihr den Mann ausgespannt habe. Nein, weil du endlich mal angefangen hast, an dich selbst zu denken. Marlene ist für sich selbst verantwortlich. Und Hagen, er liebt sie nicht mehr. Und daran kann auch ein Kind nichts ändern. Doch, weil es hier nicht mehr nur um ihn geht. Und das wird auch Hagen irgendwann bemerken. Spätestens, wenn das Baby auf der Welt ist. Also machst du wieder einen Rückzieher? Und denkst an alle anderen, aber nicht an dich? Ich denke hier vor allem an mich, Christian. Und ich könnte das nicht. Und deshalb ist die Sache zwischen Hagen und mir auch ein für alle Mal vorbei. Hör mal, ist der blöd? Hör mal, ist der blöde?
Ist das ein Blödmann, ey? Sei einfach ein bisschen geduldiger. Wir finden schon was über deinen Vater raus. Boah, das gibt's doch gar nicht! Du hast 17 Jahre nichts von ihm gewusst. Da hast du die paar Tage doch auch noch, oder? So, noch ein Bier, aber zackig. Hör mal, Schiedsrichter, bist du blind? Hör mal, ist der blind? Was ist denn das für ein Blindfisch? Und was ist das hier für ein blinder Laden? Wo bleibt mein Bier? Ich hab keinen Bock, hier alles doppelt und dreifach zu sagen. Kapiert? Und weißt du, worauf ich keinen Bock hab? Auf so einen Arschloch wie dich, was in meinem Laden rumhängt und mir auf den Sack geht. Raus! Finger weg, du Bastard! Okay, jetzt reißt du Spaß dran. Was ist los? Timo! Ja. Tut mir leid, dass ich dich vorhin einfach so hab stehen lassen, aber der Pressetermin, der war schon lange vereinbart und naja, das Derby, du weißt schon. Wie ist es denn gelaufen? Sehr gut, die Fotostrecke ist sehr gut geworden. Ich habe schon ein paar Bilder bekommen. Wer hätte nur gedacht, dass du so schnell zum Presseprofi wirst? Oder zum Vater. Ich war genauso überrascht wie du. Aber als mir dann jeden Morgen schlecht geworden ist und es gab jedenfalls genug Anzeichen, da habe ich einen Test gemacht. In welcher Woche bist du eigentlich? Keine Ahnung, ich war noch nicht beim Arzt. Ich komme gern mit, wenn du magst. Das brauchst du wirklich nicht, das schaffe ich auch alleine. Du bist immer nicht alleine. Ist das nicht merkwürdig? Wir haben uns so gestritten, weil du Kinder wolltest und ich nicht. Ja. Ja, wir hätten uns den Zeitpunkt wirklich besser aussuchen sollen. Aber hey, ich werde Vater, das ist großartig. Das heißt, du gibst uns nicht auf? Marlene, unser Kind verbindet uns das ganze Leben lang. Ich werde immer für euch da sein, du kannst dich auf mich verlassen. Die Scheidung betrifft nur unsere Ehe. Ich bin echt gespannt, wie die das Baby nennen wollen. Wie hättet ihr mich eigentlich genannt, wenn ich ein Junge gewesen wäre? Wolfram. Sascha. Okay. Klingt auf jeden Fall nach einem schrägen Doppelnamen. Irgendwie hört sich das an wie so ein verrückter Maler. Hätte deiner Karriere vielleicht eine ganz neue Richtung gegeben. Ist nicht nötig. Tanja von Lahnstein meinte, ich habe ein Händchen für gute neue Trends und einen super Geschmack. Na, die muss es ja wissen. Papa, noch so ein Spruch und du kriegst kein Geschenk. Was? Das habe ich dir mitgebracht, weil du das Auto repariert hast. Ohne zu meckern. Du bist und warst einfach immer für mich da, Papa. Bin ja gespannt. Wo hast du das denn aufgetrieben? In Mitte. Los, zieh's doch mal an. Gleich, Kim. Was ist denn los? Du bist wirklich voll komisch. Kim, hör uns bitte zu. Wir müssen mit dir reden. Was? Darf ich jetzt die Kreditkarte auch nicht behalten, oder wie? Hey, kannst du mich hören? Mach auf, bitte. Na, siehst ja, blinzelt doch schon wieder. Wir sollten Dr. Mendes anrufen. Auf keinen Fall, wenn der hier aufkratzt, dann gibt es einen Stress. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, den gibt es so oder so. Ich möchte sofort wissen, was hier passiert ist. Na, da war so ein Typ, der hat Fußball geschaut und einen tierischen Aufstand gemacht. Rumgegrölt und wahnsinnig genervt. Ja, und auf einmal hat er Timo angemacht. Also, wenn ich nicht verletzt wäre, ja, dann hätte ich es ihm aber gezeigt. Hast du aber nicht. Und deswegen hat der Timo umgenietet. Ist schon gut. Das war meine Sache. Ich hab echt gedacht, dass du Motive bist. Leo, jetzt entspann dich mal. Ich lebe ja noch. Ich bin total entspannt, okay? Jetzt fängst du ja auch so eine Schlägerei an. Ich? Das war der Typ. Wie die Primaten. Das hättet ihr echt anders regeln können.
Ich sag mal, du hast den Neandertaler doch gesehen. Allerdings. Und es war klar, dass er dich fertig macht. Was? Also ich... Mann, ey, griffst wie eine halbe Banane. Ich hau ab. Ja, Blondie, du stehst echt auf dem Schlauch, ne? So langsam sollte der Groschen bei dir fallen, hm? Also ganz ehrlich, ich gebe hier so eine Heldennummer und Leo fällt nichts anderes ein, als mich voll zu meckern, oder was? Die wäre vor Sorge fast umgekommen und konnte die Finger nicht von dir lassen. Und jetzt rat mal, wieso. Ach, hör doch auf. Ihr glaubt, Leo steht auf mich? Die Firma braucht auch in den scheinbar unbedeutenden Dingen die Führung des Gremiumsvorsitzenden. Ludwig, meinetwegen kannst du gerne auf Pressekonferenzen den Frühstücksdirektor geben. Mir reicht's zu wissen, dass ich das tatsächliche Sagen habe. Ansgar, du hast den Vorsitz im Gremium. Aber das ist es auch schon. Ich bin gespannt, ob du das noch so siehst, wenn ich euch allen den Geldhahn abdrehe. Das kannst du nicht. Bei Finanzen herrscht Mehrheitsbeschluss. Eben. Eben? Soll das heißen, du spekulierst auf eine Mehrheit? Ist mir da was entgangen? Allerdings. Und das wäre? Dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Gremium sehr schnell ändern können. Weißt du, Ludwig, nicht nur du hast Kinder, die deine Entscheidung unterstützen. Minderjährige haben kein Stimmrecht, das weißt du genauso gut wie ich. Es wird Jahre dauern, bis du Nick und Hannes manipulieren kannst. Das mag ja richtig sein, aber umso schöner für mich, dass ich trotzdem noch ein Ass im Ärmel habe. Könnt ihr mal aufhören, mir so eine Angst zu machen? Ihr schaut ja echt, als würde die Welt gleich untergehen. Du darfst nicht vergessen, dass... Du darfst nie vergessen, dass ich dich liebe. Und egal, was passiert, du wirst immer meine Prinzessin sein. Ich werde immer für dich da sein. Papa, was ist los? Bist du krank? Bist du deshalb so merkwürdig? Ist er krank? Nein, mein Schatz, Papa geht's gut. Was ist es dann? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Jetzt raus damit! Wir haben immer auf den geeigneten Moment gewartet, es dir zu sagen. Wir? Jetzt sag schon, ich will endlich wissen, was hier los ist. Ich bin nicht dein Papa. Das ist los. Was? Ja, das stimmt, Kim. Thomas ist nicht dein leiblicher Vater. Wer ist es dann? Es ist Ansgar. Ansgar von Lahnstein.